Nach Angaben der New Yorker Behörden und Medienberichten hat sich Jeffrey Epstein im Gefängnis in New York das Leben genommen. In der Erklärung des Metropolitan Correctional Center, in dem Epstein seit dem 6. Juli 2019 wegen des Vorwurfs des Sexhandels mit 14-jährigen Mädchen ohne Kaution festgehalten wurde, hieß es: Am Samstag, den 10. August 2019, gegen 6:30 Uhr Ortszeit, wurde der Häftling Jeffrey Edward Epstein regungslos in seiner Zelle aufgefunden. Anschließend wurde er vom Krankenhauspersonal für tot erklärt. Werfen wir nun einen genaueren Blick auf diesen verdächtigen Tod. Die Tatsache, dass Suizidvorfälle in der New Yorker Hochsicherheitseinrichtung selten sind, wirft die Frage auf, wie ein so profilierter Verdächtiger in einem der sichersten Gefängnisse des Landes Suizid begehen konnte, nachdem die Nachricht über seinen Tod in der Gefängniszelle bekannt wurde. Das Metropolitan Correctional Center ist kein Unbekannter für prominente Häftlinge. Neben ehemaligen Mafiabossen und Betrügern war auch der mexikanische Drogenbaron Joaquín El Chapo Guzmán in diesem Gefängnis in Manhattan inhaftiert, bis er in ein Hochsicherheitsgefängnis in Colorado verlegt wurde. Obwohl das Justizministerium erklärte, Epsteins Tod sei ein offensichtlicher Suizid gewesen, bestätigte der New Yorker Chefarzt die Todesursache nicht als Suizid. In einer Erklärung gegenüber den Medien gab die Chefgerichtsmedizinerin Barbara Sampson an, dass die Entscheidung des Büros zum jetzigen Zeitpunkt weitere Informationen abwarte. In der Erklärung hieß es: Mein Büro wartet auf die Entscheidung der zuständigen Strafverfolgungsbehörden bezüglich weiterer Ermittlungen zu diesem Todesfall. Anonyme Quellen behaupteten, Epstein hätte alle 30 Minuten von 2 Wärtern kontrolliert werden müssen und ein weiterer Häftling hätte sich in seiner Zelle befinden müssen. Stattdessen wurde behauptet, Epstein sei stundenlang nicht kontrolliert worden und sein Zellengenosse sei verlegt worden, sodass Epstein allein und unbeaufsichtigt blieb. Diese Berichte wurden von den Behörden nicht offiziell bestätigt. Die Gewerkschaft, die die Vollzugsbeamten vertritt, nannte mögliche Gründe für die Vernachlässigung. Gewerkschaftsvertreter sagen, dass die Umstände von Epsteins Tod wahrscheinlich zum Teil auf den Personalmangel im Gefängnis zurückzuführen sind. Die lokale Gewerkschaftsvorsitzende Serene Gregg erklärte gegenüber der Washington Post, dass das Gefängnis mit weniger als 70% des benötigten Personals arbeite und viele Beamte gezwungen seien, 60 bis 70 Stunden pro Woche zu arbeiten. Es ist unklar, ob Epstein zum Zeitpunkt seines Todes unter Videoüberwachung stand. Der ehemalige Staatsanwalt des südlichen Distrikts von New York, Preet Bharara, erklärte auf Twitter: Es muss Videoaufnahmen von Epsteins Suizid im Metropolitan Correctional Center geben und die gibt es mit fast absoluter Sicherheit. Es ist zu hoffen, dass diese vollständig, schlüssig und gesichert sind. Eric Young, Vorsitzender des Nationalen Gewerkschaftsverbandes der Gefängnisangestellten, sagte der New York Times jedoch, dass Epstein wahrscheinlich nicht unter Beobachtung stand. Young erklärte, dass es in den Korridoren und Gemeinschaftsbereichen des Gefängnisses Kameras gebe. Ab dem Moment, in dem sie das Grundstück betreten, stehen sie unter Kameraüberwachung, fügte jedoch hinzu, dass es in der individuellen Zelleneinheit, in der Epstein festgehalten wurde, keine Kamera gab. Als Mark Epstein die Nachricht erhielt, dass sein Bruder Jeffrey in einer Gefängniszelle in Manhattan durch Suizid gestorben sei, hielt er dies für logisch. Jeffrey wollte sein Leben nicht hinter Gittern verbringen. Es gab keinen Grund für Zweifel. Gegenüber ABC sagte er jedoch: Ich hatte voll und ganz erwartet, dass sie aus der Autopsie kommen und sagen würden, es ist eine unglückliche Situation, aber Jeffrey hat Suizid begangen. Aber das war nicht der Fall. Der unabhängige Pathologe, den Mark für die Teilnahme an der Autopsie beauftragt hatte, glaubte, dass der Tod eher wie ein Mord aussah. Der stellvertretende New Yorker Gerichtsmediziner, der die Autopsie durchführte, sagte, er benötige weitere Informationen, bevor er eine Entscheidung treffen könne. Einige Tage später setzten sich die Räder in Bewegung, als die damalige Chefgerichtsmedizinerin Barbara Sampson Epsteins Tod offiziell als Suizid protokollierte. Lassen Sie mich das klarstellen.
Barbara Sampson war bei der Autopsie nicht dabei, sagte Mark. Indem Sie es als Suizid bezeichnen, stoppen Sie alle Ermittlungen zu anderen Möglichkeiten. Mark gab an, dass er glaube, es handele sich um eine Vertuschung. Mangels einiger kritischer Informationen gediehen Verschwörungstheorien und gewannen an Dynamik, als neue Details ans Licht kamen. Im Bereich vor Epsteins Zelle gab es keine Kameras, die aufzeichneten, die Wärter hatten die üblichen Kontrollen nicht durchgeführt und Epsteins Zellengenosse war am Vortag verlegt worden. Als Epstein starb, machte Mark von seinem Recht Gebrauch, einen eigenen Experten für forensische Pathologie zu beauftragen, um die vom New Yorker Gerichtsmediziner durchgeführte Autopsie zu beobachten. Der Anwalt David Schön empfahl Michael Baden. Dr. Baden befand sich im selben Raum wie Christine Roman, die die Autopsie durchführte. Laut Dr. Baden teilte auch Roman einige Zweifel, konnte jedoch ohne weitere Untersuchungen keine Entscheidung treffen. 3 Tage später stufte ihre Vorgesetzte Barbara Sampson den Tod als Suizid ein. Dr. Baden sagte, wenn dies ein Suizid wäre, wäre es ein höchst ungewöhnlicher Suizid. Er ist eher mit einer Tötung durch Strangulation als mit einem Suizid durch Erhängen vereinbar. Dr. Baden ist eine sehr erfahrene Persönlichkeit. Er war 25 Jahre lang als Gerichtsmediziner in New York tätig und leitete das Gremium, das die Todesfälle von John F. Kennedy und Martin Luther King neu untersuchte. Die Spuren, die Dr. Baden am Körper auf dem Tisch sah, waren verdächtig. Die Strangulationsmarke am Hals verlief horizontal, nicht nach oben. Bei Suiziden rutscht die Schlinge nach oben und bleibt unter dem Kieferknochen liegen. Es gab 3 Brüche im Kehlkopf und am Zungenbein. Dies ist bei einem Suizid extrem selten. Es kommt viel häufiger bei Quetschverletzungen durch gewaltsame Strangulation vor. Epsteins neuer Anwalt, David Schön, der in den Wochen vor seinem Tod ernannt worden war, sagte gegenüber ABC, ich glaube an keine Verschwörungstheorien. Doch er fügte hinzu, ich glaube auch nicht, dass er sich selbst getötet hat. Schön gab an, dass Epstein Pläne für die Zukunft hatte und Verteidigungsvorbereitungen traf. Laut dem Zeitplan in den Akten hatte Epstein vor seinem Auffinden in der Zelle erklärt, keine Suizidabsichten zu haben. In einem Vorfall, bei dem er mit gerötetem Hals aufgefunden wurde, behauptete er, sein Zellengenosse habe versucht, ihn zu töten, gab jedoch später an, sich nicht daran erinnern zu können, was passiert war. Zum Freundes- und Bekanntenkreis von Epstein gehörten Donald Trump, Bill Clinton, Prinz Andrew, Leslie Wexner, der Gründer des Unternehmens, dem Victoria's Secret gehört, sowie viele weitere bedeutende Namen aus der Welt des Rechts, der Unterhaltung und der Politik. Der Tod von Jeffrey Epstein ist wie Beton, der über das Tor zu einem der weitreichendsten Kriminalnetzwerke der Geschichte gegossen wurde. Diese Kette von Versäumnissen in einer Festung, in der Namen wie El Chapo festgehalten wurden, bleibt das stärkste Argument für diejenigen, die glauben, dass der Vorfall nicht bloß ein Suizid war. Und deine täglichen Weltnachrichten.